Andersartig Gedenken on Stage ist ein bundesweiter Theaterwettbewerb für Schulen und für inklusive Erwachsenentheater zu Biografien der Opfer der NS-Euthanasie-Verbrechen. Es ist eine lange vergessene Geschichte und es ist auch eine nicht erzählte Geschichte, dass im Zweiten Weltkrieg zwischen Jahren 1939 und 1945 an die 300.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Beeinträchtigungen durch die Nazis ermordet wurden. Begonnen hatte das mit der Aktion T4, einer systematischen Tötung von Menschen in Heilanstalten zwischen Jahren 39 und 41 und zog sich dann fort, dezentral in vielen kleinen Anstalten bis zum Jahr 45. Wenn wir diesen Teil der Geschichte betrachten, ist es unglaublich schwer, das zu verarbeiten. Diese Zahlen sind so erschreckend, dass sie junge Menschen auch abweisen können, sich damit zu beschäftigen. Deshalb haben wir einen Theaterwettbewerb konzipiert, in dem junge Menschen in Schulen Zugang zur Geschichte über einzelne Biografien bekommen. Wenn ich mich mit einer Biografie beschäftige, ein Schicksal lese, dann entsteht eine emotionale Verbindung. Man kann sich identifizieren vielleicht mit Angehörigen oder mit diesen Menschen und bekommt dadurch Zugang zu dem Gesamtwissen, was geschah, also wie dieses System wirkte und was dazu führen konnte, dass Menschen mit Behinderung ermordet wurden. Und wir möchten durch diesen Wettbewerb nicht nur, dass erinnert wird, dass man den Menschen Würde wiedergibt, sondern dass sie eine Brücke schlagen zu heute und für sich überlegen, wie gehen wir heute miteinander um. Wie gestalten wir das Zusammenleben mit Menschen mit und ohne Behinderung? Wird segregiert, wird inkludiert? Habe ich eine Möglichkeit, Menschen mit Behinderung im Alltag zu begegnen? Sind sie vielleicht meine Mitschülerinnen und Mitschüler? Arbeiten meine Eltern mit Menschen mit Behinderung da, wo sie arbeiten? Treffe ich Menschen mit Behinderung in meiner Freizeit? Wir möchten, dass sich junge Menschen in Schulen, die oft segregiert konzipiert sind, diese Fragen stellen. Und wenn sie eines Tages Gestalterinnen werden, dass sie daran denken, dass sie sich bemühen, unsere Gesellschaft inklusiver zu gestalten. Käthe Spreen, bitte. Wir haben in den Jahrgängen 2016 und 2019 mehrere Theaterstücke aus den Schulen bekommen. Wir haben auch kleine Trailer bekommen, wie diese Stücke entstanden sind. Und eines dieser Trailer können Sie auch sehen, wo die Schulklasse der Abiturienten aus Bremerhaven eine Biografie verarbeitet haben von Käthe Spreen, die als junge Frau ermordet wurde in der Heilanstalt Hadamar. Diese junge Frau hatte psychische Probleme bekommen, nachdem sie vergewaltigt wurde und ihre Familie, aber auch sie stigmatisiert wurden. Sie wurde dann verlegt in eine Heilanstalt und wurde durch diese Maschinerie der Tötung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Beeinträchtigungen ermordet. Junge Menschen in der Schule im Jahr 2016 haben diese Biografie aus dem Blickwinkel von heute erzählt. Sie haben nicht nur das, was geschah, erzählt, sie haben nicht die Tötung dargestellt, sondern die Umstände der Stigmatisierung einer Vergewaltigung. Junge Frau, die selbst schuld ist, zum Beispiel Eltern, die nicht aufpassen, durchaus Elemente, die man heute auch wiederfindet. Aber auch das Schweigen nach dem Jahr 1945. Junge Menschen halten sich den Mund auf der Bühne, sie bekommen kaum die Hände weg vom Mund und zeigen, die Gesellschaft hat geschwiegen, die einzelnen Menschen, die etwas wussten, haben geschwiegen. Sie bewegen sich auch mit Elementen des modernen Tanzes durch viele Szenen, weil sie Dinge vielleicht auch nicht sagen können. Sie sind sehr schwer verbal zu äußern. Und am Ende entsteht auch eine wunderbare Szene, in der sie aus den Rollen rauskommen und dem Publikum mitteilen, was hat diese Geschichte mir erzählt, was hat sie mit mir getan. Also ich habe als erstes gedacht, wie sollen wir zu dem Thema ein gutes Theaterstück machen, weil das auch ein schwieriges Thema ist. Und
wie wir das eigentlich gut darstellen könnten. Und dann habe ich mir zu Hause etwas Gedanken gemacht, was wir vielleicht machen könnten. Ja, und dann haben wir letztendlich gesehen, dass es so in die Richtung ging und das hat mir auch gefallen. Weil Euthanasie bedeutet ja, dass man diese Leute, die damals körperlich oder geistig eingeschränkt waren, hat man ja aus der Gesellschaft ausgeschlossen, hat denen ja einen guten Tod versprochen, sag ich mal. Und ganz zum Schluss, wenn wir etwas Persönliches sagen und eine Lücke hinterlassen, diese Leute dann quasi wieder einintegriert werden. Also die Szene finde ich eigentlich am schönsten.